Wir sind von Süden kommend bei der Grenze Senegal-Casamance nach Gambia eingereist und dann weiter Richtung Atlantik gefahren. Gambia ist mit gut 11.000 Quadratkilometern nicht nur das kleinste Land des afrikanischen Festlandes, sondern auch das einzige, das nur aus einem Fluss, seinen Nebenflüssen und Ufern besteht. Im Schnitt ist Gambia 40 Kilometer breit und hat eine Länge von 480 Kilometern. Die Atlantikküste ist 80 Kilometer lang. Wir befinden uns im Süden Gambias bei Kartong, nicht weit entfernt von der senegalesischen Grenze. In diesem Bereich gibt es kilometerlange weiße Sandstrände, die zudem auch noch recht einsam sind. Einsam genug, um die Hunde am Strand toben zu lassen. Die Suche nach einem passenden Übernachtungsplatz gestaltet sich einfach. Geeignete Plätze gibt es reichlich. Man muss nur die kleinen Küstendünen hochfahren und ist hier geschützt vor den Gezeiten. Gambia verdankt seine Existenz und ungewöhnlicher Form der Kolonialzeit. Interessant war für die Portugiesen, Franzosen und Briten nur der schiffbare Bereich des Gambias und seine angrenzenden Gebiete. Deswegen bestehen auch 11,5% Gambias aus Wasserfläche. Wir fahren weiter zum Gambia-Fluss. Mit 1120 Kilometern ist er einer der Hauptströme Westafrikas. Er entspringt in Guinea etwa 10 Kilometer nördlich von Labe. In der Trockenzeit dringt Salzwasser aus dem Atlantik tief ins Land vor. Bis 200 Kilometer reicht die Brackwasserzone mit dichten Mangrovenwäldern. In der Regenzeit überschwemmt der Gambia weite Teile des Flachlandes und hinterlässt fruchtbaren Schlamm. Gambia ist Heimat vieler Tiere. Alleine 108 Säugetier- und 540 Vogelarten leben hier. Früher war der Gambia Afrikas krokodilreichster Fluss. Heute findet man das Nil- und das Stumpfkrokodil leider nur noch selten in freier Wildbahn. Auch die einst zahlreichen Flusspferde wurden auf Restbestände von nur noch 100 Tieren dezimiert, die in den Nationalparks leben. Gambia befindet sich zwischen der Sahelzone im Norden und dem tropischen Regenwald im Süden. Diesen Übergang nennt man Sudanzone, mit der Feuchtsavanne als vorherrschenden Vegetationstyp. 1/3 der Landesfläche wird von einer offenen Buschsavanne geprägt. Diese ist oft sehr artenarm, durch die menschliche Nutzung oder auch durch die häufig vorkommenden Waldbrände. Auf einem Plateau mit toller Fernsicht über die Savanne haben wir einen guten Übernachtungsplatz gefunden. Fern von Dörfern und Vieh konnten die Hunde wieder ausgiebig mit uns die Umgebung erkunden. Einzig Vögel gibt es hier zahlreich, aber leider sind sie sehr scheu, wie diese farbenprächtigen Senegal-Papageien. Die Nacht endete abrupt in den frühen Morgenstunden. Neo und Lovin waren am Unimog angebunden und normalerweise bemerkt man sie überhaupt nicht. Aber nun stoppte die Leine sie und weckte uns auf. Ein kurzer Blick aus dem Fenster klärte die Situation auf. Wir waren im Halbkreis von einer großen Gruppe Guinea-Paviane umgeben. Es waren mindestens 50 Tiere. Guinea-Paviane sind die kleinste Pavianart. Sie haben ein rötliches Fell und ein haarloses dunkles Gesicht. Männliche Tiere haben zudem eine mähnenartige Behaarung an Kopf und Schultern. Ihr Verbreitungsgebiet ist klein
und umfasst die Savannen im Norden Guineas über Senegal, Gambia bis zum südlichen Mauretanien und dem Westen von Mali. Sie sind tagaktiv und verbringen die meiste Zeit auf dem Boden. Im Gegensatz zu anderen Pavianarten sind die Männchen sehr friedfertig. Sie leben zusammen in gemischten Gruppen, deren Größe nur vom Vorhandensein geeigneter Schlafräume limitiert ist. Leider ist nicht besonders viel über diese faszinierenden Affen bekannt. Der Besuch dauerte gut und gerne eine halbe Stunde. Die Pavianer waren sehr fasziniert von den Hunden, kamen ihnen aber nicht näher. Es war wie im Zoo, nur dass die Affen die Besucher waren. Als die Hunde sich desinteressiert wieder hinlegten, haben einige Affen mit Herumhüpfen oder Bäume schütteln versucht, sie wieder aufmerksam zu machen. Leider können unsere Hunde sehr ignorant sein. Für die älteren Tiere war die Situation schnell geklärt und so zog der größte Teil nach einer Viertelstunde Hundebeobachten weiter. Einige junge Tiere blieben länger. Auffällig war auch, dass jede Bewegung, jedes Geräusch des Unimogs zur Flucht der Affen führte. Dieser bzw. wir Menschen wurden als Bedrohung erkannt, die Hunde nicht, sie waren nur sehr interessant. Eine Weile nachdem der letzte Pavian verschwunden war, gingen wir Gassi. Überraschenderweise zeigten die Hunde keinerlei Interesse an den Spuren der Affen, weswegen Neo und Loki ohne Leine rennen durften. Der Gambia trennt das Land in einen nördlichen und einen südlichen Bereich. Er ist seine Lebensader, aber oft auch eine schwer zu überwindende Barriere. Anfang 2019 wurde die erste Brücke über den Gambia eröffnet, die Senegambia Bridge. Sie ist Teil des Trans-Gambia Highways und verbindet nicht nur Nord- und Südgambia, sondern auch Nord- und Südsenegal. Sie ist mit 1842 Metern Gesamtlänge und 943 Meter Stützweite die längste Brücke der Umgebung. Sie ist mautpflichtig und man kann sie aus Sicherheitsgründen nur tagsüber befahren. Bis zum Bau dieser Brücke konnte der Gambia nur mit Fähren überquert werden. Im Westen am Atlantik gibt es eine Fähre von der Hauptstadt Banjul nach Barra. An dieser Stelle ist der Gambia 10 Kilometer breit. Sie war lange Zeit die einzige Möglichkeit, mit Fahrzeug über den Gambia zu gelangen. Mittlerweile gibt es weitere Brücken, zum Beispiel in Santasu oder in Fatoto, die allerdings nur regionale Bedeutung haben und weit im Osten des Landes liegen. Nach der Brücke ist man schnell in Farafeni und dort befindet sich auch der Grenzposten Gambias. Nach einer spannenden Woche ging es weiter Richtung Senegal.